Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Willkommen zurück. Ich wollte dieses Video eigentlich erst ausführlicher gestalten, um auch ein paar Worte zur letzten Allianz zu verlieren, aber das ist es nicht wert. Deswegen halte ich das jetzt relativ kurz und ja, die Kurzfassung ist: Man sollte nie vergessen, wer einem durch die letzte Season geholfen hat, wer den ganzen Spaß am Laufen gehalten hat. Das sollte man nie vergessen. Ich weiß, einige werden dieses Video sehen. Ob sie mir dann entfolgen oder nicht, das ist den Personen selber überlassen. Aber ja, ich habe meine persönliche Entscheidung getroffen, diesen Weg zu gehen, diese Allianz zu verlassen, weil sie hat ihre Wurzeln verloren. Der Anführer hat seine Wurzeln verloren, er hält sich nicht an Worte und hat sämtliche persönliche Ansichten verloren. Verloren im Sinne von Gier nach Macht. Das war nie das Herzstück dieser Allianz. War es nie. So. Aber ich bin jetzt natürlich der schlechte Mensch. Trotz dass ich in Season 2 den Anführer übernommen habe, der vorherige Anführer mich angebettelt hat, dass ich diesen R5 weiter behalte. Ich hätte es machen sollen, dann wäre es nie dazu gekommen. Aber sei es drum. Ich habe die Glory Wars geplant, die Aufstellung geplant und ich habe meinen persönlichen Schlaf geopfert, um einen Gegner auszuwählen. Da ist für deutsche Zeit 4:30 Uhr gewesen. Mein Wecker hätte eigentlich erst später geklingelt. Trotzdem habe ich mir einen Wecker gestellt, um einen guten Gegner zu finden. Wäre das alles nicht passiert, hätte diese Allianz Season 2 nie so gut überstanden. Aber das wurde alles vergessen. Es hieß immer nur, Darky hier, Darky dort, mach mal, hilf mal, mach mal. Das wurde alles vergessen. Deshalb bin ich tatsächlich froh, dass ich raus bin, weil es hat mir die Augen geöffnet. Dass ich einfach nur der Dumme war, der alles gemacht hat. So, auch wo ich raus war, es kam kaum eine Reaktion von irgendjemandem. Es wurde alles vergessen. Das ist traurig, aber das sind halt die Menschen. Die Menschen denken oftmals nur an sich. Das habe ich relativ selten getan. Ich habe immer versucht, jedem zu helfen. In sämtlichen Sprachen. Ich habe extra von Samsung die Tastatur genutzt, um in den jeweiligen Sprachen schreiben zu können. Aber ja, sei es drum. Ich hoffe einfach, dass diese Allianz dem Anführer, wie er es jetzt führt, gnadenlos untergeht. Das wünsche ich mir von Herzen. Es wäre sehr schade drum, aber ich wünsche es mir. So, nun soll es aber um wichtige Dinge gehen. Es kam immer wieder die Frage, was muss ich machen? Ich werde einfach nicht stärker. Der Fortschritt wird langsam immer weniger, das ist klar. Kampfkraft steigt kaum noch. Also, was tut man? Welche Gebäude muss man mit seinem Hauptquartier auf einem Level halten? Sprich, wäre bei mir jetzt Hauptquartier Level 29. Was muss ich als erstes tun, wenn ich dieses Level erreiche? Oder allgemein immer ein neues Level. Als erstes natürlich die Truppen. Die Trainingslager, alle 3 Stück, müssen immer das gleiche Level wie das Hauptquartier haben.
Genauso wie das Militärzentrum. Und warum das Militärzentrum? Bedeutet immer mehr Truppen. Diese 4 Dinge sollten klar sein, das hat mittlerweile jeder verstanden. Was muss noch mit hoch? Der Versammlungsplatz. Denkt immer dran, hier oben habt ihr dieses kleine Ausrufezeichen. Hier seht ihr, welches Level welches Bonus bringt. Ab 30 wird das dann erst 10 Mitglieder. Aber hier seht ihr erstmal alles, was es mit sich bringt. Das gleiche natürlich auch hier. Militärzentrum. Das sind so die Grundbasics, die eigentlich jeder weiß. So, was wäre noch wichtig? Das hängt bei mir noch nach, deswegen Restaurant. Absolutes Must-Have, weil die Truppen kosten Zeit. Wie verringert man die Zeit? Mit dem Restaurant. Was ist noch wichtig? Produktionszentrum, das wäre auch wichtig, das muss ich noch nachziehen, aber das ist semi-wichtig, sagen wir es mal so. Was noch? Der Buchladen, natürlich, weil Forschungsgeschwindigkeit. Ebenfalls sehr wichtig und Forschung ist das A und O in diesem Spiel. Ihr müsst forschen, weil selbst wenn ihr truppenleer seid, habt ihr immer noch genügend Kampfkraft. So, was viele vergessen, sind diese 3 Gebäude. Giftnebelgarten, Dämmerungsturm und Ordnungshalle. Gehen wir ins Detail rein. Giftnebelgarten ist für die roten Helden. Sieht man auch hier oben. Warum diese Gebäude? Ganz einfach. Ihr könnt in eurem Team mehr Soldaten mitnehmen. Was gleichzeitig bedeutet, eure Teams werden stärker. Ihr habt mehr Kampfkraft. Deswegen zieht diese Gebäude mit hoch. Es ist wichtig. Ich habe das lange vernachlässigt, deswegen muss ich das jetzt erst noch nachholen. Aber diese 3 Gebäude sollten nach diesen Priorität mit haben. Was ist noch wichtig? Allianzzentrum ist klar. Warum? Hilfegrenze. Dass wenn ihr was forscht oder was baut, euch eure Allianz mehr unterstützen kann. Was ist ebenfalls wichtig? Diese Gebäude. Übungsplätze. Warum? Für die EXP. Diese braucht ihr, um Helden aufzuleveln. Ich habe jetzt fast alle voll, aber die braucht ihr hierfür. Sehr wichtig, braucht man immer. Was ebenfalls noch wichtig ist, Labore oder je nachdem, das Labor müsst ihr immer mit oben halten. Die Mauer muss mit hoch und die Truppen. Sprich die Mauer für die Truppen, weil gibt ebenfalls, muss ich alles noch nachziehen. Ich hatte jetzt erstmal andere Prioritäten, deswegen wird das jetzt alles nach und nach hochgeholt. Grundsätzlich ziehe ich jetzt erstmal alles auf 29, erst dann gehe ich auf 30. So der aktuelle Plan. Genau. Denkt auch immer dran, wenn ihr Truppen ausbildet. Mal sehen, ob es diesmal klappt. Jede Truppe hat seine eigenen Helden. Rot hat eigene Helden, Blau hat eigene... Rot hat eigene Soldaten, Blau hat eigene Soldaten und Orange hat eigene Soldaten. Jetzt müsst ihr natürlich darauf achten, die erste sollte immer eure stärkste Truppe sein. Was bedeutet das? Wir haben jetzt die erste Truppe mit roten Helden, wie es fast jeder hat. Das bedeutet,
Wir brauchen von diesen Soldaten am meisten. Weil ihr werdet am meisten die erste Truppe nehmen. Das bedeutet, von denen solltet ihr immer mehr haben. Das sind bei mir zum Beispiel 7500. Im Vergleich habe ich hier nur 7000 ungefähr. Oder 6800. Aber die Soldaten, die für eure erste Truppe sind, solltet ihr immer am meisten haben. Glaubt mir, es macht im Kampf einen Unterschied. Weil die erste Truppe erleidet am meisten Schaden, weil es einfach die stärkste ist. Das sieht jetzt relativ wenig bei mir aus, weil ich bin ohne Allianz. Das bedeutet, ich habe keine Season-Gebäude. Normal sind hier ungefähr ca. 10 Millionen mehr drauf. Was wäre noch wichtig? Die Helden. Helden, ich sag's immer wieder, macht ein Team mit jeweils derselben Farbe. Und dann pusht euer erstes Team. Geht beim ersten Team nichts mehr, macht das nächste. Und so weiter und so weiter. Wichtig ist bei den Helden ebenfalls noch, bringt die erstmal auf 4 Sterne. It's just business. Warum 4 Sterne? Between us. Weil ab 4 Sternen 4. Fähigkeit freigeschalten wird. Was ebenfalls nochmal viel Kraft bringt. Und Jingle Bears, jingle all the way. bei den Kernen, das habe ich schon mal erklärt, das muss ich jetzt nicht extra nochmal machen. Aber habt ihr Kampfprobleme, konzentriert euch auf die erste Truppe. Erste Truppe und dann das passende Gebäude dazu. Das ist so im Großen alles, was man wissen muss. In diesem Sinne, habt Spaß, genießt eure Allianz, vergesst nie, wer euch geholfen hat. Es ist wichtig. Eine Allianz ist nicht nur ein Zusammenspiel zwischen Fremden, entsteht eine Gemeinschaft. Und deswegen lege ich euch nahe, habt ihr Mitglieder, die Gift für die Allianz sind, werft sie raus. Redet mit euren Leuten und dann werdet ihr erfahren, was die Probleme sind. Und schreibt es nicht nur mir, wie es viele getan haben. Redet mit den anderen Leuten. Findet eure Eier wieder. In diesem Sinne, Tüdelü!